Zunächst trägt Frau Dr. Pieper vor. Frau Dr. Pieper ist Wissenschaftlerin am BfR und sie ist maßgeblich an der Risikobewertung von Tabakerzeugnissen beteiligt. Frau Dr. Pieper hat zunächst Chemie in Berlin studiert und hat sich dann auf die Biochemie spezialisiert und auch eine Postdoc-Periode verbracht am MIT, am Massachusetts Institute of Technology. Anschließend hat sie dann glücklicherweise den Weg zum BfR gefunden. Elke, bitteschön. Ja, danke für die freundliche Einladung. Ich begrüße Sie auch alle recht herzlich und freue mich, dass wir heute über 200 Teilnehmer bei der Veranstaltung haben. Ich möchte Sie mit meinem Vortrag in die Thematik einführen und die wichtigsten Aspekte der gesundheitlichen Risikobewertung aufzeigen für E-Zigaretten. Der Rauch von Tabakzigaretten hat bekanntlich über 5000 verschiedene Substanzen und 98 davon sind erwiesenermaßen gesundheitsschädlich. Beginnt mit dem Suchtstoff Nikotin. Einige Beispiele sind ja auch aufgezählt wie Tabakinhaltsstoffe, Schwermetalle, tabakspezifische Nitrosamine. Aus den Verbrennungsprodukten bekannt Kohlenmonoxid, polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe, zum Beispiel Benzoapyren, leichtflüchtige organische Verbindungen wie Benzol, 1,3-Butadien, Carbonylverbindungen wie Formaldehyd, Acetaldehyd und Acrolein und viele mehr. Rauchen ist also erwiesenermaßen gesundheitsschädlich, aber können wir jetzt starken Rauchern, die es nicht anders schaffen, aufzuhören, die E-Zigarette empfehlen? Oben rechts ist einmal nochmal dargestellt, schematisch die konventionelle Tabakzigarette. Sie ist sehr gut untersucht. In der sogenannten Glutzone verbrennt der Tabak bei 800 bis 900 Grad. Dann schließen sich Pyrolyse- und Destillationszone an mit niedrigeren Temperaturen. Hier kommt es zur Verschwelung und auch weiteren Reaktionen. Unter Sauerstoffmangel entstehen weitere gesundheitsschädliche Substanzen, die dann, wenn man an der Zigarette zieht, durch einen Filter inhaliert werden. Auf dem Markt sind viele Alternativen zur Tabakzigarette zu finden. Ich habe einmal ein paar hier schematisch dargestellt. Einmal den Tabakerhitzer, das ist ein batteriebetriebenes System, wo ein spezieller Tabakstrang auf ungefähr 350 Grad erhitzt wird. Die nikotinhaltigen Aerosole können dann inhaliert werden. In der E-Zigarette ist auch ein batteriebetriebenes System. Hier wird aber kein Tabak verwendet, sondern eine Flüssigkeit, ein Liquid, dem auch Nikotin zugesetzt werden kann. Und diese Flüssigkeit wird mit einem Heizspiral und einem Docht erhitzt, um verdampft zu werden. Und auch hier können nikotinhaltige Aerosole eingeatmet werden. Eine weitere Alternative sind die Nikotinbeutel. Die enthalten Nikotinsalze und Zusatzstoffe und die werden unter die Oberlippe platziert. Aber nun weiter zur E-Zigarette. Die E-Zigarette hat sich in den letzten Jahren deutlich weiterentwickelt. Es fing an mit der sogenannten ersten Generation. Das waren Einwegprodukte. Sie ähnelten im Aussehen und der Haptik der Tabakzigarette, konnten aber nicht überzeugen, da sie nur eine geringe Leistung hatten. Die Geräte der zweiten Generation waren dann wiederverwendbar. Die Kartuschen konnte man auswechseln, wieder befüllen oder vorbefüllte Kartuschen kaufen und die Temperatur war voreingestellt. Auch diese Geräte haben sich natürlich weiterentwickelt in den letzten Jahren. Eine Weiterentwicklung sind die sogenannten Sub-Ohm-Geräte. Die zeichnen sich aus durch eine sehr hohe Dampfbildung. Temperatur und Leistung sind regelbar und sie haben einen starken Akku. Die gesundheitlich bedenklichen Substanzen in den Aerosolen der E-Zigarette sind um 90 bis 95% reduziert im Vergleich zur Tabakzigarette. Allerdings kann man das nicht pauschalisieren, denn das ist abhängig von den Geräten, den Einstellungen und den Liquids. Diese Liquids setzen sich zusammen aus Verdampfungsmitteln wie Propylenglycol, Glycerin. Für den Geschmack werden Aromen zugesetzt. Das sind meist 10 bis 15 verschiedene Aromen, die einen bestimmten Geschmacksstoff ausmachen und oft wird auch Nikotin zugesetzt. Für die gesundheitliche Risikobewertung stellt es eine große Herausforderung dar, denn diese Geräte werden ständig weiterentwickelt und es gibt eine große Anzahl von mehreren tausend Liquids auf dem Markt. Auch wenn wir wissen, dass die gesundheitsschädlichen Substanzen in den Aerosolen reduziert sind, sind E-Zigaretten dennoch nicht harmlos. Denn auch die Aromastoffe können toxisch sein und oder sensibilisierend bei Inhalation. Zum Beispiel Zimtaldehyd kann zur Reizung der Atemwege führen, was dann auch zu Entzündungen führen kann. Teilweise werden auch synthetische Substanzen verwendet, sogenannte Cooling Agents. Auch hier ist nichts darüber bekannt, wie die bei hohen Konzentrationen auf die Lunge wirken.
In den Emissionen kann man auch Schadstoffe finden. Hier wurden Carbonylverbindungen wie Formaldehyd, Acrolein, Acetaldehyd nachgewiesen. Diese werden gebildet durch Überhitzen von Propylenglykol und Glycerin und auch der Gehalt ist abhängig von der Temperatur, der Zusammensetzung der Liquids und auch vom Benetzen der Spule. Außerdem wurden auch Metalle in den Emissionen gefunden, wie zum Beispiel Nickel, das auch bekanntermaßen krebserzeugend ist bei Inhalation. Das ist wieder abhängig von den Geräten, die verwendet werden. Wie ich schon sagte, die E-Zigaretten entwickeln sich immer weiter. Eine neue Entwicklung der letzten Jahre sind die sogenannten POD-Geräte. Die sind klein und leicht in der Bedienung. Sie haben feste Voreinstellungen und sie ähneln den Einwegprodukten. Sie haben Einwegkartuschen, die sogenannte PODs, deswegen auch POD-Geräte. Die meisten verwenden Nikotinsalze und hier ist auch eine sehr hohe Nikotinfreisetzung möglich, das im Gegensatz zu den Geräten der ersten Generation. Teilweise gibt es auch Geräte, die nennen sich zum Beispiel auch so Puff-Bars, wo man das komplette Gerät einfach wegwirft. Ich möchte auf ein Produkt mal im Speziellen eingehen, die E-Zigarette Juul, das ist eine Pod-E-Zigarette. Hier kann man diese kleinen Kartuschen austauschen. Sie sieht aus wie ein verlängerter USB-Stick. Man kann die auch am Computer aufladen. Und 2019 hatte diese Pod-E-Zigarette einen Marktanteil von 75% in den USA. Sie war dort sehr beliebt bei Jugendlichen, besonders die süßen Aromen wie Creme, Apfel und Mango. In Europa war sie in 2 verschiedenen Nikotinkonzentrationen erhältlich, 18 und 9 Milligramm pro Milliliter und 18 bezeichnen wir da auch als sehr hoch. In den USA war sie tatsächlich in noch höheren Nikotinkonzentrationen erhältlich, 35 Milligramm und 58 Milligramm. Und normalerweise werden diese hohen Nikotinkonzentrationen als irritierend für die Atemwege empfunden, denn hohe Nikotinkonzentrationen sorgen für einen basischen pH-Wert in den Emissionen. Aber die Industrie hat hier einen Trick verwendet. Sie setzen Nikotinsalze ein und die werden auch bei hohen Nikotinkonzentrationen nicht als unangenehm empfunden, was dann schnell zu einer Abhängigkeit führen kann. Auf der nächsten Folie möchte ich einen Vergleich des Schadstoffgehalts aufzeigen für die Emissionen von Tabakzigaretten und E-Zigaretten. Um den Gehalt der Emissionen zu vergleichen, müssen Emissionen erstmal erzeugt werden. Das passiert mit sogenannten Abdampf- oder Abrauchmaschinen. Diese orientieren sich am Dampf- bzw. Rauchverhalten und können das aber nicht hundertprozentig imitieren. Diese Abrauchverfahren sind dazu da, um Produkte zu vergleichen. Hier die Daten, die ich Ihnen auf der nächsten Folie zeigen werde, sind einmal pro Zigarette und einmal pro 15 Züge E-Zigarette. Das ist ein Datensatz für eine E-Zigarette der 2. Generation. Auf der rechten Seite oder in Gelb dargestellt sind die Werte für die Tabakzigarette und in Blau, nur ganz niedrig, sind die Werte für die E-Zigarette. Auf der rechten Seite sind Carbonylverbindungen, Acetaldehyd, Acrolein, Formaldehyd. Es sind 3, die hier ausgesucht wurden, da diese maßgeblich auch an der Entstehung von tabakassoziierten Krebserkrankungen diese verursachen können und auch an anderen tabakassoziierten Erkrankungen, zum Beispiel des Respirationstraktes, mitverantwortlich sind. Die Gehalte in den E-Zigaretten sind im Vergleich zur Tabakzigarette um 95% reduziert. Auf der linken Seite sind flüchtige organische Verbindungen einmal aufgezeigt. Hier haben wir ausgesucht Acrylnitril, 1,3-Butadien und Benzol. Auch diese Verbindungen sind maßgeblich an den tabakassoziierten Krebserkrankungen beteiligt und diese können in den Aerosolen der E-Zigarette gar nicht nachgewiesen werden oder liegen unter der Bestimmungsgrenze, zum Beispiel für Benzol. Eine Ursache ist hierfür, dass diese leicht flüchtigen organischen Verbindungen bei sehr hohen Temperaturen in der Tabakzigarette entstehen. Bei Temperaturen von 500 bis 800 Grad, so hohe Temperaturen werden in der E-Zigarette selten erzeugt. Man kann also tatsächlich sagen, dass der Schadstoffgehalt stark reduziert ist. Das Suchtpotenzial ist weiterhin vorhanden, denn es werden ja auch nikotinhaltige Liquids verwendet. Der Nikotingehalt kann ähnlich hoch sein wie im Tabakrauch. Die gesundheitlichen Risiken sind für die Tabakzigarette sehr hoch bekanntlich
und für die E-Zigarette weiterhin vorhanden. Sie können aber minimiert werden. Das hängt ab von dem Gerät, den Inhaltsstoffen und den Betriebsbedingungen. Können denn so diese Werte, diese verminderten Schadstoffgehalte, spiegeln die sich auch im Biomarker wider? Wenn man zum Beispiel den Biomarker für Acrylnitril im Urin misst, habe ich einmal Daten aus einer Publikation zusammengetragen. Acrylnitril konnte man gar nicht nachweisen in den Aerosolen von E-Zigaretten. Hier bei Nichtrauchern findet man den Biomarker normalerweise nicht. Für E-Zigarettenkonsumenten konnte man aber im Durchschnitt einen geringen Anstieg sehen. Acrolein war reduziert in den Aerosolen von dem Datensatz, den ich Ihnen auf der vorherigen Folie gezeigt habe, um 95%. Hier sieht man einen Anstieg des Biomarkers um ca. 25%. Man kann sagen, der Biomarker ist reduziert, aber im Vergleich zu den verminderten Gehalten in den Emissionen waren die Auswirkungen auf die entsprechenden Biomarker weniger deutlich. Was auch sehr wichtig ist, dass bei den Dualkonsumenten, die also E-Zigaretten und Tabakzigaretten parallel benutzen, die Biomarkerkonzentration sehr hoch ist. Also es ist wirklich wichtig, wenn man eine Reduktion des Schadstoffgehaltes erreichen will, komplett auf die E-Zigarette umzusteigen. Ich möchte auch kurz auf akute Lungenschäden eingehen, die im Zusammenhang mit dem Dampfen von E-Zigaretten in den USA berichtet wurden. Das war 2019 und 2020. Da wurden über 2800 Fälle berichtet. Zum überwiegenden Teil wurden hier Cannabisprodukte verwendet, die illegal gekauft wurden. Diese waren mit Vitamin-E-Acetat gestreckt. Und Vitamin-E-Acetat wurde auch in den Lungenflüssigkeiten von den Erkrankten nachgewiesen. Es war bis dahin wenig über die Inhalationstoxikologie von Vitamin-E-Acetat bekannt. Es kann sich in den Flüssigkeitsfilmen der Alveolen anreichern und beeinträchtigt den Gasaustausch. Das ist nur ein Beispiel dafür, dass nicht jede Substanz, die unbedenklich in Nahrungsmitteln und kosmetischen Mitteln verwendet werden kann, auch für die Inhalation geeignet ist. Es ist also ganz wichtig, hier weiter zu forschen, um die Bewertung der Sicherheit von Aroma- und Zusatzstoffen, für die man derzeit keine Daten hat, voranzubringen. Eine Methode sind hier In-vitro-Studien. Dort verwendet man zum Beispiel Lungenzellen oder Lungengewebe und kann diese unter standardisierten Bedingungen mit einem E-Liquid oder dem Aerosol oder mit einem bestimmten Stoff exponieren. Das wurde auch schon von einigen Forschergruppen getan und man kann in der Literatur finden, dass die Schädigung von Lungenzellen und Lungengeweben abhängig ist von den Geschmacksrichtungen. Die Daten aus der Literatur zeigen aber auch, dass diese Auswertung stark beeinflusst wird vom Studiendesign, von den Geräteeinstellungen, vom Zellkulturmodell, auch von den Nikotingehalten. Bisher ist es schwierig, die bisher publizierten Daten tatsächlich gut zu vergleichen und es ist sehr wichtig, standardisierte und validierte Lungenzellmodelle zu entwickeln für zukünftige relevante In-vitro-Forschung zur E-Zigarette. Dann komme ich schon zu meiner letzten Folie und möchte noch einmal zusammenfassen, dass bei bestimmten Betriebsbedingungen und Liquids die gesundheitlichen Risiken deutlich geringer sind als beim Tabakrauchen, nach allem, was wir bisher wissen. Langzeitstudien fehlen natürlich. Das Suchtpotenzial ist vorhanden, der Nikotingehalt kann vergleichbar hoch sein mit dem vom Tabakrauch. Wir weisen immer darauf hin, dass Liquids nicht selbst gemischt werden und hier ist besonders wichtig, dass für das Dampfen nur Liquids verwendet werden, die auch dafür vorgesehen sind. Man sollte Aromastoffe und Zusatzstoffe vermeiden, die zu Reizungen und Allergien führen oder auch zu Lungenschäden führen können. Und natürlich sollte man auch Extremeinstellungen am Gerät vermeiden. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf Fragen.